Hallo, herzlich willkommen zu meinem Let's Play Caesar 3. Ich bin euer Dominus und wir spielen eine besondere Spielereihe für Caesar 3, nämlich die City Builder Edition. Die City Builders betreiben eine interessante Webseite dieses Genre der Computerspiele, wo ihr nützliche Tools, jede Menge Tipps und Tricks und natürlich eigen kreierte Missionen und Szenarien erhalten könnt. Die Homepage der City Builders habe ich natürlich auf meinem Kanal verlinkt. Schaut einfach mal rein, es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, und wir werden jetzt hier die Szenarien für Caesar 3 spielen, die die City Builders entwickelt haben. Ich kann euch versprechen, die sind immer sehr anspruchsvoll und mit jeder Menge Besonderheiten gespickt. Ich freue mich riesig darauf, die jetzt erstmalig hier zu spielen. Ja, und dann schauen wir uns das erste Szenario mal an. Dieses Szenario trägt den Titel Aragetum Lindum, am Flusse Lindum. Als einer der ersten wird deine Familie in die gerade gegründete Provinz gesandt, um an der Grenze zum geheimnisvollen Reich der karierten Rockträger eine Stadt zu errichten, die ein Baustein in der weitreichenden Hand des Imperators werden soll. Eine einfache Aufgabe, denn die Gegend am Flusse Lindum ist nur dünn besiedelt und von recht friedlichen Menschen bewohnt. Also sind kaum Probleme zu erwarten. Hoffentlich. Ja, wir sind also in Britannien bei diesem Szenario. Es ist 155 vor Christus. Ja, und was sind die Siegesbedingungen? Wir brauchen eine Kulturwertung von 75, eine Wohlstandswertung von 80, eine Friedenswertung von 75 und eine Gunstwertung von 100. Ja, und das Besondere, welches bei Caesar 3 eigentlich nie gab, war ein Zeitlimit. Wir haben maximal 30 Jahre Zeit, um alle Ziele zu erreichen. Ein Bevölkerungsziel haben wir nicht. Ja, und dann schauen wir uns doch die Karte einmal an. Ja, so sieht also unsere Karte aus, wo wir unsere Stadt gründen werden. Wir haben hier in der Mitte einen Fluss, ja, der hier einmal von Süden nach Norden die Karte durchzieht. Hier gabelt sich der Fluss und es entsteht hier so eine dreieckige Landmasse. Oh, hier haben wir ein Eingeborenendorf ganz im Norden. Okay, gehen wir jetzt mal Richtung Westen. Haben wir hier große Waldbestände, Gesteinsvorkommen. Hier haben wir die Straße nach Rom. Oh ja, das ist sehr gebirgig hier. Ja, hier ist der Immigrationspunkt. Jede Menge fruchtbares Gebiet. Das ist schon mal schön. Ja, da haben wir hier wirklich so ein Tal sozusagen. Dann kommen wir hier wieder ganz in den Süden. Okay, dann gehen wir jetzt Richtung Osten. Oh ja, da haben wir hier auch noch eine große Landmasse. Schaut euch das an. Sehr fruchtbar. Hier nochmal ganz im Osten Waldbestände. Ja doch, es ist doch eine schöne große Karte. Ja, das mag ich bei den City Builders. Die kreieren immer sehr schöne Landschaften hier. Das finde ich toll mit diesen Felsformationen. Gefällt mir schon mal vom ersten Blick. Ja, dann schauen wir mal, was wir alles so produzieren können. Gut, bei den Farmen haben wir Weizen, Gemüse und Reben, die wir anbauen können. Bei den Rohmaterialien haben wir Ton, Marmor, Eisen und Holz, welches wir produzieren können. Das ist sehr viel. Ja, und herstellen können wir Wein, Öl, Waffen, Möbel und Geschirr. Ja, also wir können tatsächlich alles produzieren, was wir für unsere Stadt brauchen. Allerdings für das Öl müssen wir die Oliven importieren. Dann gehen wir mal direkt auf die Weltkarte. So, hier oben ist unsere Stadt, die jetzt hier als Lindum bezeichnet wird. Und wir haben zwei Handelsrouten über Land. Kaleva. Ja, Kaleva verkauft uns jede Menge Weizen und Holz und größere Mengen Geschirr, kauft bei uns größere Mengen Wein und Olivenöl und geringere Mengen Marmor.
Dann haben wir Londinium. Londinium verkauft uns auch jede Menge Weizen und Ton, kauft bei uns größere Mengen Wein und Möbel und geringere Mengen Öl. Dann sind wir hier schon auf dem Kontinent, das sind unsere Seehandelsrouten, nämlich mit Lutetia. Lutetia verkauft uns jede Menge Oliven, größere Mengen Obst und Wein, kauft bei uns jede Menge Geschirr und Gemüse und größere Mengen Waffen. Ja, und die letzte Seehandelsroute ist mit Augusta Trevorum. Ja, dieser Handelspartner verkauft uns jede Menge Holz und größere Mengen Wein und Gemüse, kauft bei uns jede Menge Möbel und Geschirr und geringe Mengen Marmor. Ja, wir können also richtig viel exportieren. Marmor, Geschirr, Möbel und auch Waffen. Also da können wir, glaube ich, gute Profite erzielen. Wein können wir übrigens auch noch in jede Menge verkaufen. Das Einzige, was wir tatsächlich einkaufen müssten, sind Oliven für das Olivenöl. Okay, ja, was ist jetzt nun der Plan? Ja, ich würde gerne hier im Schutze dieser Felsformationen und des Flusses meine Stadt hier aufbauen. Hier das erste Wohngebiet, wir können dann hier entsprechend Nahrungsmittel produzieren und dann siedeln wir weiter. Ich würde dann hier noch ein großes Wohngebiet platzieren. Ja, und wir können hier überall natürlich Nahrungsmittel produzieren und unsere Bevölkerung versorgen. Ja, hier auf dieser Landzunge, wo wir unser Eingeborenendorf haben, würde ich erstmal unsere Missionsposten hier errichten und hier würde ich unser Militär aufbauen. Militär sollte man immer aufbauen, auch wenn es angeblich eine friedliche Provinz sein soll. Ja, dann haben wir noch hier die große Landmasse im Osten. Hier werde ich unser Villengebiet aufbauen. Wir brauchen hier eine Wohlstandswertung von 80. Da müssen wir unsere Villen schon ziemlich weit entwickeln. Allerdings maximal werde ich sie, glaube ich, nicht entwickeln. Da wir kein Bevölkerungsziel haben, möchte ich versuchen, unsere Stadt so klein wie möglich zu halten, um auch die Kulturwertung von 75 entsprechend zu erreichen, ohne jede Menge kultureller Gebäude zu errichten. Ja, und hier am Fluss Lindum werden wir natürlich unsere Docks errichten. So viele Bauplätze haben wir gar nicht für Docks. Wenn wir hier den Fluss mal weiter entlang gehen, nein, haben wir nicht sehr viel. Hier vielleicht noch. Nein, für diese kleinen, zerfransten Uferlinien ist das relativ schwer hier Docks zu bauen. Ja, und soweit der Plan. Ich würde sagen, wir beginnen nun und bauen unser erstes Wohngebiet auf. Hier haben wir jetzt unser erstes Wohngebiet in der klassischen 9x9 Blockweise. In der Mitte natürlich der Brunnen. Ja, die Wasserversorgung haben wir schon hier mit den Reservoirs sichergestellt. 3 Zugänge hat das Wohngebiet, die wir entsprechend schon mit Wachhäusern versehen haben. Gut, den Pausenmodus kann ich jetzt mal auflösen. Für das Errichten, Bauen und Konstruieren unserer Stadt habe ich die Geschwindigkeit natürlich wieder auf 10 runtergesetzt. So, dann können wir jetzt nämlich auch schon parzellieren. Ja, wir müssen hier in diesem äußeren Bereich auch noch ein paar Parzellen ausweisen, damit unsere Gewerbebetriebe und Farmen, die ich hier errichten möchte, natürlich auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben. So, dafür muss ich einmal ganz kurz hier in die Spezialkarte Wasser, weil ich sehen muss, wo ich entsprechend Brunnen noch setzen kann. Also wir können einen Brunnen hier hinsetzen. Der nächste Brunnen kommt hier hin. Das ist gut. Ja, und dann könnten wir hier auch noch einen Brunnen setzen. Gut. Das heißt, ich kann hier das parzellieren. Hier. Und hier.
müssen wir gleich mal gucken. Wenn es reicht, könnten wir hier auch noch entsprechend Parzellen ausweisen. So, dann müssen wir natürlich den Ingenieursposten bauen. Das passt immer ganz wunderbar hier mit diesem Brunnen zusammen. Dann brauchen wir den Präfekten. Ja, und einen Arzt, den brauchen wir auch schon direkt. Okay, dann können wir jetzt auch schon mal die Geschwindigkeit wieder auf 70% stellen. Kommen schon unsere Bürger, sehr schön. Ja, wir müssen natürlich noch hier beim Arbeitsberater die Prioritäten setzen. Das ist ja immer entsprechend Präfektur, Konstruktion, Wasserversorgung, Industrie und Handel und dann die Nahrungsmittelproduktion. Wir zahlen immer etwas mehr, das hebt die Stimmung. Ja, und Steuer können wir noch nicht erheben, die können wir auch erstmal auf 0 setzen, das hebt auch die Stimmung. So, und da kommen jetzt unsere Bürger. Sobald die Brunnen in Betrieb sind, gucken wir mal, ob hier wirklich alle außenliegenden Parzellen auch Wasser bekommen. Wir können hier schon mal die Straße weiterführen. Ja, dann bekommen wir auch schon die Mitteilung, dass Rom höhere Löhne bezahlt. Gucken wir mal direkt. Oh, 34 zahlen sie. Okay, gut, ja, bei uns kriegt ihr 35. So, mittlerweile arbeiten alle Brunnen. Dann gehen wir nochmal auf die Spezialkarte. Wasser. So, ja, das passt ganz gut. Also hier können wir leider jetzt kein Wohngebiet mehr aufbauen. Aber wir könnten hier das noch machen. Das finde ich eigentlich ganz gut. Die haben dann nämlich auch noch entsprechend Wasserversorgung. Ja, auf normal. Das passt. Ja, hier sehen wir jetzt, wie viele Monate wir noch haben, um das Ziel entsprechend zu erreichen. Wir haben hier 360 Monate Zeit. Gut, ja, wir beginnen sofort natürlich mit der Nahrungsmittelproduktion, allerdings auch mit dem ersten Exportgut, nämlich Wein. Da Weingüter eine positive Auswirkung auf die Attraktivität haben, baue ich hier schon mal 3 Weingüter auf. Und wir brauchen natürlich... Oh, jetzt zahlt Rom wieder niedrigere Löhne. Nur noch 31. Na gut, dann stellen wir das wieder um. So, und dann brauchen wir natürlich ein Silo. Und das Silo kommt hier hin. So, und was ich auch bauen möchte später ist hier natürlich eine Mauer, um das hier zu schützen, und natürlich auch ein Wachhaus. Das machen wir aber später. Wir brauchen jetzt hier erstmal die ersten Weizenfarmen. Passen hier wunderbar hin. So, und hier passt auch dann die Präfektur hin und natürlich der Ingenieursposten, der passt hier hin. Ja, wenn wir ein bisschen bei unseren Beratern mal schauen, sehen wir hier beim Imperiumsberater folgende Besonderheit. Wir sind hier in dieser Mission als Bürger. Und Bürger ist die niedrigste Rangform und wir kriegen keine Dinari als Gehalt. Das heißt, wir können kein eigenes Sparguthaben aufbauen. Das brauchen wir aber, wenn wir dem Imperator Geschenke machen wollen, um die Gunst zu erhöhen. Wir beginnen mit einer Gunst von 50, wir verlieren aber pro Jahr 2 Punkte Gunst. Das darf man nicht vergessen. Es gibt einen kleinen Trick. Und zwar werden wir unser Gehalt unerlaubterweise auf ein Cäsarengehalt stellen und warten den Monat ab. Wir haben jetzt Juni, ja, und wenn wir August haben, müssen wir das Gehalt wieder auf unser ursprüngliches Lohnlevel zurückstellen. Das kann man immer hin und her machen
Und so etwas Geld unerlaubterweise generieren, um später Geschenke zu machen. Vergiss das bitte aber nicht, denn sobald wir im Jahreswechsel ein zu hohes Gehalt uns angeeignet haben, fällt die Gunst relativ stark. So, wir haben eine Meldung bekommen. Unzufriedene Götter. Ja, das sollten wir jetzt auch ganz schnell machen. Für jede Gottheit gibt es jetzt erstmal einen Tempel. So, da sollten die Götter erstmal milde gestimmt sein. Wir haben den ersten Weizen schon im Silo. Wir können jetzt sofort den Markt errichten. Der kommt hier hin. Mal eben kurz gucken mit der Straße. Das geht nicht. Wenn ich jetzt hier den Markt hinbaue, geht die Marktfrau hier nur entlang. Das macht nichts. Wir bauen das so. Der kleine Tempel des Merkurs kommt jetzt hier hin. Und dann können wir den Markt jetzt hier hinbauen. Das passt ganz gut. So, jetzt sollten wir aber auch mal anfangen, unsere Exportgüter zu produzieren. Wir sehen nämlich, wir haben nicht mehr viel Geld. Ja, wir werden hier unser entsprechendes Gewerbegebiet aufbauen. Ein Silo möchte ich hier allerdings auch haben. Das kann so hier hin. Und dann bauen wir Lagerhäuser. So, dieses Warenlager wird den Wein annehmen. Dann brauche ich ein Warenlager für Geschirr und Möbel. Das machen wir jetzt erstmal so zusammen. Hier in dem Warenlager kann auch noch Marmor angenommen werden. Und ich brauche ein Lagerhaus hier für die Waffen. So, wir werden jetzt hier auch nochmal eine kleine Siedlung aufbauen, damit wir hier auch Zugang zum Arbeitsmarkt haben und werden dann jetzt die ersten Klettereien bauen und auch die ersten Marmorsteinbrüche. Ja, für unsere 2 Wohngebiete fangen wir jetzt mal an, hier die Straße zu bauen. So, und wir brauchen natürlich ein Reservoir. Dann werden wir aber, glaube ich, ins Minus kommen jetzt. Ihr habt diese Gelder ziemlich schnell ausgegeben. Versucht zumindest mit diesem Geld etwas länger auszukommen. Ja, vielen Dank für die 2000 Dinari, lieber Imperator. So, hier kommt das Reservoir hin. Dann können wir jetzt hier diese kleinen Siedlungen aufbauen. Ja, dann haben wir das jetzt hier schon entsprechend parzelliert. Hier kommen die Brunnen hin. Wir sollten nicht vergessen, eine Präfektur, einen Ingenieursposten und auch einen Arzt zu errichten. Und mittlerweile schon 500 Einwohner in unserer Stadt. So, hier muss ich einen Präfekten noch bauen, damit hier diese Bereiche gesichert sind. Das sind so diese Sackgassen, die sind immer schlecht. So, und dann können wir hier noch einen Ingenieursposten bauen. So, und dann beginnen wir jetzt mal mit unseren Exportgütern. Wir bauen 2 Marmorsteinbrüche.
So, auch hier eine Sicherung. So, und ich habe jetzt vor, Dienstleistungsgebäude direkt hier bei der Siedlung oder den Siedlungen zu bauen, die eine positive Auswirkung auf die Attraktivität haben. Und dann im Anschluss kommen unsere Werkstätten. Oh, und dafür muss ich aber diese Straße hier noch bauen. Ja. Kurz gucken. Oh, wir sind noch im Cäsarengehalt. Ganz schnell umstellen. Wir sind im Dezember. Nochmal Glück gehabt. Mit dem Gehalt über den Jahreswechsel rauscht die Gunst wirklich in den Keller. So, noch schnell die Weinkelter rein. 3 Stück sollten reichen. Verbinden, und dann brauchen wir natürlich noch entsprechend unseren Handelspartner. Das ist in dem Fall jetzt Kaleva. Kaleva kauft ja Wein und Marmor. Handelsroute eröffnen wir und dann können wir Wein komplett verkaufen und auch den Marmor. So, jetzt haben wir wirklich überhaupt kein Geld mehr. Auf jeden Fall nicht mehr viel. Hoffe ich mal, dass wir jetzt gleich schon das erste Geld verdienen. So, es ist Januar. Und ihr seht, wir haben die 2 Punkte Gunst verloren durch den Jahreswechsel. Allerdings haben wir schon 600 Dinari in unserem Sparguthaben, ohne dass sich die Gunst da entsprechend sich verändert hat. So, man kann jetzt natürlich wieder auf das Cäsarengehalt gehen, aber bitte im Februar, spätestens im März wieder umstellen. Ja, es wird relativ knapp hier. Wir haben jetzt Februar. Erstmal stellen wir das wieder um und spenden jetzt unserer Stadt mal 100 Dinari. Ich möchte nicht, dass wir hier im Minus kommen. Da kommt nämlich jetzt der erste Marmor, den wir verkaufen können. So, März. Wir sind noch im Plus. Wir können jetzt endlich verkaufen. Wir warten auf unsere Handelspartner. So, und mal wieder das umstellen. So, da kommen unsere Handelspartner. Jetzt kann der Marmor schon verkauft werden. Oh, das ist echt knapp hier. Ja, Gott sei Dank. So, dann können wir jetzt noch eine Kelterei bauen. Ja, das sind so die kleinen Gemeinheiten, die hier die City Builders gerne in ihren Szenarien einbauen. Wie zum Beispiel, dass wir kein Geld verdienen können und somit keine Geschenke machen können. Aber gibt es ja kleine Tricks. So, Wein ist jetzt auch, Gott sei Dank, im Warenlager. Ja, wir müssen jetzt auch ganz dringend neue Weizenfarmen aufbauen. Ja, mit dem Verkauf von Wein und Marmor haben wir jetzt wirklich endlich mal gutes Geld verdient. Wir verschönern mal etwas unser Wohngebiet hier, damit sich die Wohngebäude auch weiterentwickeln. Und wir bauen nochmal 2 Weizenfarmen auf hier. So, da sehen wir, es warten noch Karrenschieber mit ihren Reben. Das heißt, wir können noch eine Kelterei bauen. Ja, und Londinum kauft ja auch noch mal jede Menge Wein. Da können wir, glaube ich, die Produktion sogar noch erweitern.
So, dann könnten wir auch schon anfangen, entsprechend ein weiteres Exportgut zu produzieren, nämlich Möbel. Wir eröffnen jetzt die Handelsroute nach Londinium und dann können wir auch schon Möbel verkaufen. So. Arbeitsmarkt sieht nämlich gut aus. So, dafür müssen wir hier mal eben ein bisschen den Wald wegnehmen. Bauen wir hier die Straße so rum. Und dann können wir nämlich hier die Sägewerke bauen. 2 Stück. 3 würden ja auch hinpassen, aber ich glaube 2 Stück reichen jetzt erstmal. Und dafür bauen wir dann hier mal 3 Möbelschreinereien auf. So, wir müssen definitiv die Nahrungsmittelproduktion erweitern. Ja, das passt doch wunderbar. Dann kann hier noch ein Weingut hin und hier kommen noch weitere Weizenfarmen. Ja, komm, wir brauchen noch weitere Weizenfarmen hier. Wir brauchen Arbeitskräfte, ich weiß, aber dafür brauchen wir jetzt erstmal Nahrungsmittel. Aber das sieht, glaube ich, ganz gut aus. So, wir verschönern noch mal ein bisschen was hier. So ein paar Plätze hier verteilen. Ja, das gefällt mir schon ganz gut. So, ich wollte ja hier ein Wachzimmer bauen, damit wir hier entsprechend das schließen. Und ein Stück Mauer. So, gut. So, unsere Bürger wollen jetzt, glaube ich, eine Schule oder Theater. Attraktivität, okay. So. Ja, Unterhaltung möchten jetzt unsere Bürger haben, dann kriegen sie jetzt ein Theater. So, und die Künstlerkolonie. Oh, wieder zahlt Rom höhere Löhne. Ja, die Künstlerkolonie würde ich hier hinbauen wollen. Das müssen wir jetzt mal gerade ein bisschen planen, weil hier kommt auch mein Senat hin. Dafür müssen wir erstmal hier diese Verbindung machen. So. Und dann bauen wir hier so eine schöne Achse. Mal wieder unser Gehalt ändern. Ja, und ihr seht, jetzt sind wir schon bei 46. So, wir bauen hier Präfektur und Ingenieursposten. Und dann können wir die Künstlerkolonie schon mal hier hin. Ja, und Rom zahlt wieder niedrige Löhne, da habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut. So, erstmal wieder das Cäsarengehalt
ändern. So, was ist jetzt hier? 32, 32, okay, komm, kriegt er 33. Ja, verdienen tun wir jetzt nicht schlecht. Wir bauen jetzt hier noch eine Schule auf. Dann können sich die Wohngebäude hier weiterentwickeln. Ja, und die Nahrungsmittelversorgung, da müssen wir weiter drauf aufpassen. Ja, wunderbar. Das sieht doch gut aus. Ach man, schon wieder zahlt Rom höhere Löhne. 34, kriegt ja 35. So, und hier sind wir noch keine Nahrungsmittel angekommen, ne? Und wir haben mittlerweile 1000 Einwohner in unserer Stadt. Das ist immer die magische Marke, nämlich für unsere Götter, die nämlich dann gleichgültig werden. Das heißt, wir bauen jetzt hier mal entsprechend nochmal Tempel auf. So, und hier bauen wir auch nochmal Weizenfarmen auf. Das passt nämlich genau. Und dann schließen wir das hier wieder. Ja, was wir jetzt als nächstes machen, ist erstmal unseren Senat bauen. Und dann sollten wir mal anfangen, unser Militär aufzubauen. Ja, und Waffen können wir nämlich auch noch ganz gut verkaufen. So, wir bauen unseren Senat hier auf. So. Das Forum können wir hier hinbauen. Die Steuern stellen wir auf moderate 9%. So, wir sollten hier auch schon den zweiten Markt errichten. Der kann hier hin. Ja, Geld ist es im Moment, glaube ich, nicht das Problem. Eigentlich wollte ich hier ein Weingut gebaut haben. Irgendwie habe ich mich da wohl vertan. So. So, mittlerweile haben jetzt hier auch diese Wohngebäude Nahrung bekommen, Gott sei Dank. So, wir brauchen noch ein Badehaus. Das muss natürlich dahin, wo wir jetzt entsprechend unsere Rohrleitungen haben. Da gucke ich nochmal eben. Schade, da passt es nicht hin. Dann setzen wir es hier hin, oder? Ja. So, wir müssen auch Geschirr jetzt irgendwann produzieren, damit die sich weiterentwickeln. Aber wir haben so viel Geld, wir können auch schon das zweite Wohngebiet jetzt aufbauen. Ja, und dann sollten wir mit der Waffenproduktion beginnen und unser Militär auch aufbauen. Ja, das sollten wir machen, weil wir haben definitiv zu wenig Arbeiter und unsere Götter sind glücklich. So, unser zweites Wohngebiet möchten wir ja hier aufbauen. Dafür müssen wir natürlich den Wald erstmal roden, bevor wir das machen. Geschwindigkeit natürlich für das Bauen auf 10%. Pausenmodus aufheben, dann können wir hier das alles entsprechend wegnehmen. So, dann brauchen wir natürlich ein Reservoir. Das kann hier hin. So, und dann platzieren wir mal das
hier so auf. So, ja, das sieht doch ganz gut aus. Dann machen wir hier den Zugang. Wachzimmer. So, mit dem Wasser, ja, da müssen wir jetzt noch ein weiteres Reservoir bauen. Ich denke mir hier. So, den Aquädukt können wir so bauen hier. Das passt, glaube ich, ganz gut. Ja, das passt gut. Dann kann der Brunnen hier hin. So, und dann, wie bauen wir das? Dann kommt hier ein Brunnen hin für die außenliegenden Wohngebiete. So, und dann parzellieren wir das schon mal hier. Und ich würde jetzt Folgendes machen. Ich möchte hier einen Zugang hier rüber und dann weiter, um hier unser Eingeborenendorf auch mal anzuschließen. Das werden wir jetzt gleich mal missionieren. Dann könnte man hier doch einen Weg rausführen, oder? So, ja, das ist doch gut. So, mal kurz nach der Wasserkarte gucken. Oh ja, das ist gut. Da können wir nämlich hier auch nochmal Parzellen ausweisen. Die werden von diesem Brunnen hier versorgt. Das ist sehr schön. So, den Brunnen nochmal versetzen. Der muss hier hin. Weil hier kommt das oder der Ingenieursposten hin. Ja, das dauert natürlich noch ein bisschen. So, Präfektur, Ingenieursposten. Ja, super, ein Arzt noch. Gut, jetzt können wir die Geschwindigkeit mal wieder auf hoch setzen, beziehungsweise auf 70%. So, die Wohngebiete können wir hier schon mal entsprechend anschließen. Dann bauen wir hier auch mal um unseren Senat eine Straße. Ja, und hier haben wir die Möglichkeit, Farmen zu bauen. Das sollten wir auch mal machen. Weizenfarmen direkt an unserem Senat finde ich jetzt auch nicht so schön. Ja, machen wir das mal so. Tja. Dann bauen wir das so. Dann kommen nämlich hier auch noch Weizenfarmen hin. So, und hier können wir ein Wachzimmer nochmal bauen. Dann können wir nämlich hier später eine Mauer bauen, um unsere Stadt zu schützen. So, das sieht auch gut aus hier. Dann führen wir das mal hier so. Wir brauchen auch hier wo bauen wir die jetzt hin? So bauen wir das. Dann kann hier ein Silo hin. Nein, ein Silo. Oh, das passt nicht genau hier rein. Das ist doch gut. Hier können Warenlager später hin, aber jetzt lassen wir das erstmal so. Der Markt noch hier aufbauen. Gut. Ja, missionieren wir hier unser Eingeborenendorf. Dafür müssen wir die Straße mal so ein bisschen, ja, verbessern, dass wir einen Loop haben.
dass alle Häuser in irgendeiner Form angeschlossen werden, beziehungsweise von einem Missionar besucht werden. Na, das war jetzt doof. Das müssen wir doch so bauen. Ja. Das ist gut, das ist gut. Das brauchen wir nicht unbedingt. Das sollte auch angeschlossen werden. Gut, ja, dann können wir hier 2 Missionsposten bauen. Einen hier, einen da. So, und dann führen wir die Straße hier raus. Ja, und jetzt müssen wir gucken, dass wir hier irgendwie einen Übergang schaffen, und zwar mit einer Schiffsbrücke. Da wir ja irgendwann hier unsere Seehandelsrouten eröffnen. So, wo passt denn hier eine Schiffsbrücke hin? Hier. Hier auch. Aber ich glaube, das ist besser. Da müssen wir nur gucken, ob wir mit einer Brücke diese kleinen Gewässer hier überspannen können. Gucken wir mal. Da brauchen wir eine niedrige Brücke. Das funktioniert. Und das funktioniert. Aber kommen wir denn hier raus? Ne, hier kommen wir nicht raus. Das war verkehrt. Ja, bitte, danke. Hier, da geht es. Okay. Ja, so geht's. Sehr schön. So. Sehr gut. Jetzt ist das Eingeborenendorf auch an unsere Stadt angeschlossen. So, dann beginnen wir jetzt mit der Geschirrproduktion. Wir werden den Ton nicht selber produzieren, sondern bei Londinium einkaufen. Londinium verkauft uns so viel Ton, das brauchen wir nicht selber herzustellen. Aber wir brauchen ein Warenlager dafür. Das würde ich jetzt so hier hinbauen. Dann können wir den Weg nämlich hier weiterführen. Wir müssen ja nachher hier auch noch eine Brücke bauen. So, dieses Warenlager nimmt den Ton an. Und dann bauen wir mal ja, 3 Töpfereien. Den Ton kaufen wir jetzt ein. Ja, und wir könnten uns eigentlich auch noch mal etwas Geld wieder zuschustern, aber nicht vergessen, nachher wieder umzustellen. So, Verschönerungen hier. Können uns das ja jetzt endlich leisten, allerdings immer noch ein bisschen aufpassen. So, Möbel hier. Ja, wir sollten jetzt mit der Waffenproduktion beginnen und tatsächlich mal unser Militär ausbilden. Bis jetzt sind wir ja auch verschont geblieben. Allerdings haben wir bisher noch keine Forderung vom Imperator bekommen, was ich sehr schade finde. Gut, ja, die Silos füllen sich endlich. Wir können für die kleinen Siedlungen hier jetzt auch mal einen Markt errichten. So, und wir sollten für das zweite Wohngebiet auch noch mal eine Runde Tempel bauen hier. Na komm, dann bauen wir den Arzt eher hier hin. Er kann hier weitere Tempel hin. Nein, nicht Merkur, sondern Neptun. Ja. So, das Forum. Und nochmal ein paar Gärten.
Und nochmal eine Weizenfarm. Ja, läuft im Moment richtig gut. Gefällt mir. Plätze für das erste Wohngebiet. So, und dieses Silo können wir jetzt mal einstellen, dass hier Weizen gefordert wird. So, die kleinen, süßen Siedlungen werden auch verschönert. Ton haben wir jetzt eingekauft. Ja, wenn wir jetzt genug Arbeitskräfte haben, beginnen wir mit der Waffenproduktion. Wie sieht es denn aus? Ja, haben wir sogar Arbeitslose. Wunderbar. Komm, wir gönnen uns noch mal ein bisschen mehr Geld. Na, so. Okay, wir bauen Eisenminen. Können wir hierhin eine bauen? Müssen wir nur anschließen. Und hier. Oh, Rom zahlt höhere Löhne. Okay. Wow, 37 Dinari. Naja gut, bei uns kriegt ihr 38. So, die erste Eisenmine ist schon in Betrieb. Ja, dann können wir Waffenschmieden bauen. Da würde ich jetzt tatsächlich mal 3 Stück. 4 wären, glaube ich, sogar noch besser. Aber lassen wir das jetzt erstmal so. Ja, wir haben hier ein Problem. Ich denke mal, wir müssten hier tatsächlich auch noch mal eine kleine Siedlung bauen. Die kriegen wir aber nicht wirklich hochgepusht. Aber dann können wir hier diesen Bereich noch weiter nutzen. Ja, mittlerweile haben wir schon 2000 Einwohner in unserer Stadt Lindum. Ja, jede Menge Arbeitslose haben wir, stelle ich gerade fest. Zeit jetzt nochmal hier ein Warenlager zu bauen. So, das kann eingestellt werden. Hier werden wir jetzt mal Geschirr fordern. Ja. So. Okay. Ja, und jetzt, wo wir hier die Waffen produzieren, brauchen wir natürlich die Kaserne. Tja. Wo bauen wir die jetzt hin? Hier? Ja. Und natürlich brauchen wir die Militärakademie, die recht teuer ist. Die kommt hier hin. So, dann können wir jetzt hier tatsächlich das erste Fort bauen, nämlich erstmal für die Wurfspeerträger. So, dann haben wir wieder genug Geld erstmal ausgegeben für unser Militär. Arbeitsmarkt ist immer noch relativ angespannt. Weitere Weizenfarmen können wir hier bauen. So. Verschönerungen. Ja, wir können hier auf jeden Fall schon mal. Ja, das ist jetzt der Grund, dass wir Diebstähle haben. Wir haben einfach zu viele Bürger jetzt hier in unserer Stadt. Unsere Entwicklung ist ein bisschen zu schnell hier gestartet. So, wir bauen hier nochmal weitere Marmorsteinbrüche. Wir können auch schon die ersten Gemüsefarmen hier mal errichten.
So, einen Arzt sollten wir hier auf jeden Fall bauen. Und wir bauen nochmal Tempel für Ceres. Ich weiß, ich arbeite dran. Ja, Waffen können wir natürlich auch schon verkaufen, ne? Ja, Lutetia kauft unsere Waffen und wir können die Oliven kaufen. Das ist gut. Handelsroute wird eröffnet. Jetzt brauchen wir allerdings einen Dock. Genau. So, nein, Dock ist hier. Wir können direkt 2 Docks bauen. So. So, wir können auch schon mal Bibliotheken bauen, ne? So, passt dann jetzt hier noch das Amphitheater hin? Ja, passt. Wunderbar. Was ist jetzt? Ach, jetzt werden Angestellte benötigt. Na gut. Ja, die Waffen können wir verkaufen, allerdings lassen wir mal 2 Einheiten jeweils immer im Warenlager für unsere Kaserne. So, hier können wir unser zweites Wohngebiet jetzt auch mal weiterentwickeln. Wir brauchen hier auch ein Badehaus und ein Theater. Ja, schön. Hier unser Fort füllt sich schon mit den Wurfspeerträger. Da sehen wir den Händler von unserem eingeborenen Dorf. Läuft alles wunderbar. Dann baue ich direkt schon ein Fort für die Legionäre. So, und hier haben wir noch ein bisschen Platz. Nachher noch für Farmen und für weitere Gewerbestätten. Ja, ich finde, der Aufbau ist uns ganz gut gelungen. Ich möchte eigentlich die Stadt jetzt nicht entsprechend mit einem weiteren Wohngebiet noch erweitern. Wir werden das hier und das andere natürlich maximal entwickeln. Und ich würde jetzt schon allmählich anfangen zu überlegen, wo wir unser Villengebiet aufbauen wollen. Ja, und Rom zahlt wieder höhere Löhne. 38, kriegt ja 39. So, und wir müssen nochmal weitere Tempel bauen. So, ja, unsere Mitte hier werden wir jetzt mal ein bisschen verschönern. Mit kleinen Statuen. So, das sieht doch sehr schön aus hier, unsere Mitte. Ja, dieses Wohngebiet muss jetzt auch den zweiten Markt schon bekommen. Tja, und ich baue, glaube ich, jetzt hier nochmal Farmen auf. Ja, und ihr seht hier, dieses kleine Wohngebiet ist auch sehr schön entwickelt. Das sollte das Minimum sein, wie wir unsere Siedlungen hier entwickeln wollen. Ja, und mittlerweile haben wir bei der Gunst die 40 erreicht. Wir haben allerdings auch schon 2400 Dinari angespart. Wir machen jetzt mal dem
Imperator ein Geschenk, nämlich ein üppiges. Und dann sind wir wieder auf 50. So, und dafür werden wir natürlich wieder das Cäsarengehalt einstellen. Ja, so haben wir jetzt das schon mal kompensiert. Ich hoffe, es kommt noch mal irgendwann eine Forderung. Ja, unser Villengebiet möchte ich ja hier auf dieser großen Fläche konzipieren. Dafür müssen wir aber noch mal Brücken wieder bauen. Hier müsste eine Brücke hin. Hier passt eine hin. Gut. So, da würde ich aber jetzt auch hier schon Wachzimmer aufbauen. Ja, da passt ein Wachzimmer hin und hier müssen wir es ein bisschen anders bauen. Na. Jetzt hat es geklappt. Ja, 10% Arbeitslosigkeit ist schon jede Menge. Ja, wir können natürlich auch schon die ersten Akademien bauen. Würde ich natürlich hier auch in dem Bereich aufbauen. Tja, wir könnten natürlich das so machen. Also hier würde ich jetzt erstmal Gärten bauen, damit wir nicht in die Versuchung kommen, hier eine Verbindung mit einer Straße, das entsprechend zu verändern. So, und dann können wir das auch so bauen hier. Oh, was ist hier los? Geschirr wird gebraucht, okay. Ja, das baue ich auch etwas anders dann. So, und dann bauen wir hier die ersten Akademien, die brauchen wir definitiv, wenn wir die Kulturwertung erreichen wollen. So. Ja, mit der zweiten Nahrungsmittelart müssen wir dringend unsere Silos einstellen. Wir sehen nämlich hier, dass sich unsere Silos immer mehr mit Gemüse füllen. Das liegt daran, dass Weizen ja die oberste Priorität hat. Das heißt, unsere Marktfrauen holen als erstes Weizen und dann erst Gemüse. Die müssen wir jetzt so einstellen, dass hier tatsächlich nur Weizen entsprechend eingelagert wird. Hier auch. So, und ich würde jetzt tatsächlich hier, ja, ich glaube, wir würden jetzt hier dieses Weingut mal abreißen und würden hier ein Silo noch bauen. Dieses Silo, soll jetzt nur Gemüse annehmen. So, und ich finde, wir haben auch viel zu viel Gemüse hier schon angebaut. Die beiden Farmen werden wir nochmal umwidmen. So. Damit ist sichergestellt, dass wir tatsächlich auch genügend Weizen haben. 3 Weingüter haben wir und wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Kältereien. Das müsste eigentlich trotzdem reichen. So, dieses Silo müssen wir natürlich auch noch einstellen. So, und dann bauen wir hier auch schon das zweite Lagerhaus, welches jetzt Möbel fordert. Ja, wir haben genug Geld. Ich würde gerne noch hier unser Militär ein bisschen ausbauen und würde noch ein Fort bauen für die Wurfspeerträger. So, und ich würde jetzt hier schon eine Brücke bauen wollen, damit wir unsere Soldaten auch auf diese Landseite bringen können. Hier können wir allerdings eine niedrige Brücke bauen, weil hier
keine Schiffe entlang fahren. Hier passt es ganz gut. Hier auch. Ja, bauen wir es auch hier hin. Wunderbar. Wir werden uns jetzt mit dem Aufbau unseres Villengebietes mal beschäftigen und natürlich auch die Weiterentwicklung unserer Stadt, um unsere Ziele zu erreichen. All das machen wir aber im zweiten Teil dieser Mission. Ich hoffe, ihr seid weiterhin mit dabei. Bis dahin wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.